Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Frag doch Charterbar. Heute sprechen wir über das Thema große Yachten chartern oder doch lieber kleinere Yachten chartern. Welche Vorteile bringt es mit sich, wenn man ein größeres Schiff angemietet hat? Beziehungsweise gibt es vielleicht doch das eine oder andere, was nicht so toll ist, wenn man ein größeres Schiff hat. Solltest du das erste Mal bei uns hier auf dem Kanal gelandet sein und das Thema Yachtcharter und mehr genauso sehr lieben wie wir, dann empfehle ich dir auf jeden Fall, diesen Kanal zu abonnieren und vergiss auch nicht, die Glocke zu betätigen, damit du informiert wirst, wenn es ein neues Video von uns online gibt. Und bevor wir richtig starten, möchte ich noch aufmerksam machen auf einen unserer offiziellen Partner, die nicht nur mich, sondern auch viele unserer Kunden supporten, bevor sie aufs Wasser gehen, und zwar mit Crew-Shirts. Spreadshirt bietet dir die Möglichkeit, im Handumdrehen individuell gebrandete Crew-Shirts und Accessoires passend für deinen nächsten Turn zu erstellen. Über die eigens für Crew-Shirts erstellte Rubrik kannst du auch gleich deinen Rabatt einsehen, der sich je nach Crewgröße anpasst. Dort gelangst du zu unzähligen maritimen Vorlagen, die du für dein individuelles Design nutzen kannst. Und das Beste? Du kannst auch dein eigenes Logo hochladen und beliebig platzieren. Anschließend versiehst du dein Produkt dann noch mit den gewünschten Schriftzügen und mit nur ein paar Klicks ist die Bestellung perfekt. Den direkten Link zu den Crew-Shirts bei Spreadshirt packe ich dir in die Beschreibung. Und ja, für all diejenigen, die ihren Namen lieber aufgestickt statt aufgedruckt haben möchten, auch das ist möglich bei Spreadshirt. Ja, also dann ran an den Rechner, designt euch eure eigenen Crew-Shirts und ja, da habe ich mir auch schon einige Gedanken gemacht, was dieses Jahr auf unsere Shirts und Pullover kommt, aber es dauert noch ein bisschen, bis ich aufs Wasser komme. Ich kann es ehrlich gesagt auch schon kaum erwarten. Gut, aber jetzt kommen wir zurück zu unserer Thematik große Yachten, Pros und Kontras. Ich habe mal einige Punkte zusammengeschrieben, die dafür sprechen, allerdings auch einige, die dagegen sprechen. Ich bin mir sicher, ihr habt eure eigenen Erfahrungen bereits gemacht und würde mich natürlich sehr freuen, wenn ihr in den Kommentaren eure Erfahrungen mit uns allen teilt. Was ist eurer Meinung nach ein Punkt, der für ein großes Schiff oder größeres Schiff spricht, und was sind Punkte, die eventuell auch dagegen sprechen? Punkt 1, ganz klar, ist natürlich der Platz. Ich habe auf einem größeren Schiff einfach mehr Platz. Und selbst wenn ich eine 46-Fuß-Yacht mit einer 36-Fuß-Yacht vergleiche, auf der 36-Fuß-Yacht jetzt mit 3 Kabinen vielleicht zu 6 bin und auf der 46-Fuß-Yacht mit 4 Kabinen zu 8 bin, ist es trotzdem so, dass ich zu 8 auf der 46-Fuß-Yacht einfach gefühlt mehr Platz habe. Sowohl auf Deck als auch natürlich unter Deck. Der Salon ist einfach anders gebaut. Ich habe hier einfach auch die Kabinen, die teilweise im Heck auch noch mal ein bisschen geräumiger sind. Du hast einfach mehr Platz und 10 Fuß sind schon eine Menge, also keine Frage, ein größeres Schiff hat, auch wenn ich mehr Crewmitglieder drauf habe, natürlich mehr Platz. Ganz klar, es gibt die 46-Fuß-Yacht natürlich auch mit 3 Kabinen, ebenso wie bei einer standardmäßigen 36-Fuß-Yacht, und dann kommt natürlich der Platz erstmal so richtig zur Geltung. Dann bin ich, wenn ich da zu 6 auf einer 46-Fuß-Yacht bin, was meiner Meinung nach zum Beispiel eine wirklich sehr angenehme Crewgröße ist für dieses Schiff, dann habe ich einfach ausreichend Platz. Hingegen, wenn ich da zu 6 auf einer 36-Fuß-Yacht bin, wer das schon mal gemacht hat, da merkst du schon, dass es wirklich eng wird. Gut, Punkt 2 ist natürlich, wie gerade eben auch schon angesprochen, du hast bei einer größeren Yacht natürlich auch die Möglichkeit, eine größere Crew mitzunehmen. Wenn jetzt mein Freundeskreis oder meine Family einfach eine bestimmte Anzahl von Crewmitgliedern hat, dann ja, da muss ich natürlich auch ein entsprechendes Schiff nehmen, welches die Möglichkeit bietet, dass wir alle da unterkommen. Also das heißt, überhaupt die Möglichkeit, die gewünschte Crew mitzunehmen, ist natürlich bei einem großen Schiff einfach auch größer, weil ich einfach mehr Menschen mitnehmen kann. Es gibt aber auch so andere Punkte, die für mich entscheidend sein können. Und zwar ist es zum einen die Performance, wenn ich in einem eher ruppigeren Revier bin. Wenn ich zum Beispiel in den Kykladen unterwegs bin und ich weiß, ich habe da einfach auch ein bisschen mehr Welle und muss vielleicht teilweise auch kreuzen, dann bin ich mit einem größeren Schiff einfach besser bedient. Ein größeres Schiff stampft ganz anders durch die Wellen, als wenn ich mit einem kleinen Schiff fahre. Natürlich kann ich mit einer 36-Fuß-Yacht genauso durch die Wellen fahren und auch am Windkurse fahren. Allerdings, wenn ich eine 10 Fuß größere Yacht habe und hier einen direkten Vergleich machen würde, dann ist es wirklich
ein Unterschied wie Tag und Nacht, dann ist es wie Buckelpiste und auf einmal Autobahn fahren. Also du bist mit einem größeren Schiff einfach ganz anders unterwegs, kannst viel bessere Kurse fahren, beziehungsweise härter am Wind fahren, besser segeln und, das ist jetzt der nächste Punkt wiederum auch, ich bin natürlich auch schneller. Länge läuft, heißt es immer so schön, je nachdem wie viel Wasser ich verdrängen kann, entsprechend schnell kann auch mein Schiff fahren. Das heißt, wenn ich mit einem größeren, längeren Schiff unterwegs bin, dann darf ich auch von einer höheren Durchschnittsgeschwindigkeit pro Tag ausgehen, als wie ich das jetzt bei einem kleineren Schiff machen kann. Und das kann unter Umständen eben auch eine Turnplanung beeinflussen. Wenn ich ein großes Schiff habe, dann kann ich davon ausgehen, dass ich bei den gleichen Windverhältnissen einfach auch flotter unterwegs bin und schneller vorankomme. Das nächste ist, dass die größeren Schiffe, wenn man sich mal, zum Beispiel auch bei uns auf der Webseite, die Schiffe mal vergleicht, dann wird man oft feststellen, dass die größeren Schiffe oft, ich sage jetzt nicht immer, aber oft eine eher luxuriösere Ausstattung haben. Das sind Merkmale, Ausstattungsmerkmale, die teilweise eher bei größeren Schiffen zu finden sind und bei kleineren eher weniger. Dinge wie zum Beispiel Kühlschränke, muss ich sagen, sind bei größeren Schiffen oft tatsächlich auch größer. Und teilweise gibt es dann auch mehrere Kühlschränke, was ja für viele Crews auch einfach wertvoll und wichtig ist, dass sie sagen, ich will nicht nur so einen kleinen, mickrigen Kühlschrank haben, sondern ich möchte da eher ein bisschen Platz haben, möchte mehr Dinge kühl stellen, dann ist das schon mal wichtig. Oft ist es zum Beispiel auch so, dass kleinere Schiffe kein Bugstrahlruder haben. Ganz einfach, weil es bei größeren Schiffen, da kommen wir gleich zu sprechen, schwieriger ist zu manövrieren und da ist ein Bugstrahlruder sinnvoller als bei einem kleinen. Aber wer zum Beispiel auf ein Bugstrahlruder nicht verzichten möchte, muss dann schon oft ab 40 Fuß schauen, weil die kleineren Schiffe teilweise gar kein Bugstrahlruder haben. Aber es gibt auch so andere Ausstattungsmerkmale, die oft leider nur den größeren Schiffen vorbehalten sind, weil die Eigner die kleinen Schiffe teilweise einfach nicht mit solchen Extras ausstatten. Beispielsweise Generatoren findet man bei kleinen Schiffen eher weniger und bei 46 Fuß Yacht allerdings auch eher weniger. Aber je größer man wird, desto mehr werden dann einfach auch solche Gimmicks mit eingebaut oft. Ja, und ansonsten, was jetzt die Elektronik und die Plotter und sowas betrifft, ist es natürlich auch oft so, dass größere Schiffe oft auch größere Plotter haben und die kleineren Schiffe dann eher kleinere. Also das kommt allerdings auf das einzelne Schiff an. Und muss, also das darf man jetzt auch nicht unbedingt verallgemeinern, aber ihr werdet, wenn ihr die Schiffe mal vergleicht, merken, dass es wirklich so in diese Richtung geht. Das sind schon mal so einige Vorteile, aber es gibt auch so ein paar Dinge, die sprechen eigentlich eher gegen ein großes Schiff. Punkt 1 ist definitiv, dass ein großes Schiff kostspieliger ist in der Unterhaltung, in der Yachtcharter. Das geht schon damit los, dass es einfach mehr kostet. Also wenn ich jetzt eine 46 Fuß Yacht in der Hauptsaison Listenpreis mit über 4.000 habe, dann bin ich bei einer 36 Fuß Yacht bei knapp über 2.000 jetzt vielleicht. Also da kommt schon ein bisschen mehr Geld drauf. Hier muss man dann allerdings auch ganz klar sagen, wenn ich auf diesem größeren Schiff dann auch mehr Crewmitglieder habe, dann relativiert sich das ein bisschen. Es wird sich nicht komplett aufheben, aber es wird auf jeden Fall so sein, dass ich deswegen jetzt nicht das Doppelte zahle oder so. Also würde ich jetzt sowieso nicht in dieser Größe, aber ein bisschen mehr Kosten habe ich. Ich habe auch mehr Kosten, wenn ich zum Beispiel Liegeplätze belege. Wenn ich in einen Hafen fahre, dann wird meistens nach der Länge des Schiffes abgerechnet und wenn ich mit einem größeren Schiff übernachten möchte, zahle ich natürlich auch da mehr. Genauso ist es auch mit dem Sprit. Wenn ich am Ende des Turns dann tanken gehe und ein kleines Boot mit einem kleinen Motor hatte, habe ich natürlich weniger verbraucht, als wenn ich mit dem größeren Schiff unterwegs war und hier natürlich auch mehr Sprit verbraucht habe. Aber auch hier muss ich sagen, sind es natürlich Kosten, die dann durch die Crew geteilt werden und sich relativieren. Aber nichtsdestotrotz muss man einfach ganz klar sagen, dass ich mit einem größeren Schiff auch mehr Kosten habe. Das nächste, wo ich sage, dass ich mit dem kleineren Schiff einfach auch ein bisschen mehr Vorteile habe, ist, was den Tiefgang betrifft. Während ich beim Segeln mit mehr Tiefgang mehr Performance habe und natürlich flotter unterwegs bin und schöner segeln kann, ist es so, dass wenn ich irgendwo ankern möchte und so nah wie möglich ans Ufer möchte, ich natürlich mit einem langen Kiel nicht so viele Vorteile habe. Also während ich mit einem kleinen Boot dann eher in Ufernähe ankern kann, auch windgeschützter bin und bin ich mit dem großen Schiff einfach weiter draußen, da habe ich mit dem kleinen Bötchen einfach ein bisschen einen Vorteil, sage ich jetzt einfach mal.
Ansonsten ist es auch so, dass ich nicht nur in dieser Bucht diesen Vorteil habe, sondern zum Beispiel auch, wenn ich in einen Hafen fahre, dann bin ich mit einem kleinen Schiff oder finde ich mit einem kleinen Bötchen eher einen Platz, als wenn ich jetzt mit einer großen Yacht reinfahre. Ich hatte es schon selber so, dass ich mit einem großen Brummer irgendwo reingefahren bin und da waren noch ein paar Plätzchen frei, aber da wäre ich vielleicht gerade mal mit einer 35 bis 40 Fuß Yacht reingekommen, aber mit über 50 Fuß war da einfach nichts mehr zu machen. Das heißt, ich musste raus aus dem Hafen und musste dann draußen ankern. Hätte ich hier ein kleines Bötchen gehabt oder ein kleineres Schiff, dann hätte ich hier auf jeden Fall noch einen Platz drin bekommen und das wäre mit Sicherheit auch angenehmer gewesen. Was mir persönlich auch am meisten auffällt, wenn ich ein kleineres Boot habe, ist die Manövrierbarkeit des Schiffes. Also das heißt, wenn ich jetzt gerade in einen Hafen reinfahre und hier ein bisschen rummanövrieren muss, dann bin ich mit einem kleinen Schiff natürlich, das ist einfach ein ganz anderes Handling. Ja? Ein großes Schiff ist viel anfälliger auf Seitenwind, deshalb auch das Bugstrahlruder, wie vorher schon gesagt. Und das ist schon ein bisschen tricky und gar nicht so einfach, ein großes Schiff in zwischen so ein paar Bötchen rein zu manövrieren, wogegen ich dann mit einem kleineren Schiff es einfacher habe und mich dann vielleicht auch mal viel einfacher wegdrücken kann irgendwo, auch mit den Fendern einfacher abfendern kann. Und selbst wenn ich hier kein Bugstrahlruder habe, ist ein kleineres Schiff einfacher zu manövrieren, einfacher zu handeln. Ja, das waren jetzt so einige Vor- und Nachteile, die wir bei größeren und kleineren Schiffen haben. Wenn ihr mich persönlich fragt, was mir lieber ist, muss ich ganz klar sagen, dass mir die größeren Schiffe einfach mehr Vorteile bringen. Und wenn wir bei dem 46 Fuß Schiff bleiben, bin ich auch jemand, der jetzt nicht unbedingt zu 8 auf 46 Fuß sein möchte und die 4 Kabinen dann komplett belegen möchte. Wenn ich wirklich eine 4-Kabine habe, dann würde ich trotzdem zu 6 fahren und eine Kabine als Stauraum nutzen. Ähnlich würde ich es bei einem 36 Fuß Boot machen, wenn es 3 Kabinen hat. Da würde ich auch eher zu 4 fahren und die eine Kabine als Stauraum nutzen. Und im besten Fall habe ich einen 46er mit 3 Kabinen. Da bin ich dann zu 6 unterwegs. Ich brauche da keinen Stauraum oder beziehungsweise ich brauche keine extra Kabine als Stauraum. Das wäre jetzt etwas, wo ich mich platztechnisch am wohlsten fühlen würde und wenn das Schiff noch größer wird, dann würde ich eben auch die Crew entsprechend anpassen und dann eben ein paar mehr Crewmitglieder mitnehmen. Aber ich persönlich finde jetzt auch, was die Kosten betrifft, es ist schon so, dass es wie gesagt ein bisschen teurer ist, aber es relativiert sich dann einfach mit den Crewmitgliedern. Das andere ist allerdings, wenn ich zum Beispiel mit meiner Frau und meiner Tochter allein unterwegs bin, dann brauche ich natürlich kein so großes Schiff. Im Gegenteil, dann ist ein kleines, schnuckliges Schiff irgendwie auch nochmal was ganz Besonderes. Dann ist es schön, wenn ich hier meine 35, 36 Fuß habe und wir dann zu dritt sind. Ich meine, das ist natürlich super Luxus, da würde auch ein kleineres Schiff reichen. Aber das ist dann so was Spezielles, das hat dann auch was ganz Besonderes, wenn man auf so ein paar Fuß unterwegs ist und dieses Gefühl von Freiheit mit nur der eigenen Familie oder vielleicht eben auch mit 2 Freunden, mit denen man dann unterwegs ist, kommt hier nochmal ganz anders zur Geltung. Und da würde das auch, finde ich, jetzt gar nicht so mords passen, wenn man da irgendwie mit 50 Fuß zu dritt rumfahren würde. Und hier würde es auch wirklich eher schwierig werden, wenn man dann irgendwo in den Hafen fährt und nur 1 oder 2 Personen hat, die hier bei dem Hafenmanöver helfen können, die hier beim Anlegen und Ablegen helfen können, denn wie gesagt, bei einem größeren Schiff ist es einfach ein bisschen aufwendiger und du hast auch einfach eine andere Dimension, die du dann abdecken müsstest. Geht natürlich alles zu zweit auch, wenn man es kann, ja, aber wenn dann mal ein bisschen mehr Wind ist und so, dann ist es schon ganz angenehm, wenn man bei einer größeren Yacht auch eine größere Crew hat, die mit anpacken kann und bei einer kleineren eben eine kleinere. Ja, so viel zu dem Thema große Yachten oder kleine Yachten, Vor- und Nachteile. Wie gesagt, ich bin extrem gespannt auf eure Kommentare, auf eure Meinung zu diesem Thema. Schreibt es auf jeden Fall in die Kommentare und ich freue mich natürlich auch über einen Like, über einen Daumen nach oben, wenn euch das Video gefallen hat. Ansonsten sehen wir uns nächste Woche wieder. Bleibt auf jeden Fall gesund, macht's gut und bis dann.